Ja, hi Leute. Willkommen zur nächsten Folge. Und heute haben wir wieder ein Lucanus vor uns. Und zwar ist das hier ein schönes Männchen von Lucanus laminifer aus Thailand. Und ja, hat eine schöne Größe und ist jetzt weich und fertig zum Präparieren. Und dann zeige ich euch hier nochmal Vergleichsarten. Da haben wir hier links einen Lucanus planeti. Den habe ich euch schon mal gezeigt, als ich ihn hier präpariert habe. Das ist nämlich ein Lucanus hermanni. Und hier rechts ein Lucanus laminifer, der lebendig in Deutschland war. Aber ich glaube, die Zucht hat da auch nicht funktioniert, sonst hätten wir mit Sicherheit mal ab und zu Angebote im Käferforum gesehen. Und man sieht, dass es ein Zuchttier war. Der ist ziemlich kaputt, aber ziemlich groß. Der hat nämlich 71 mm. Das ist für die Art schon ziemlich gut. Und ja, man sieht die Unterschiede zwischen den Arten eigentlich recht gut. Und zwar haben planeti und hermanni diesen Keil zwischen den Mandibeln, der bei... Oh, okay. Ja, das werde ich gleich kleben müssen. Der bei laminifer nicht vorhanden ist. Und ja, man kann auch an den Mandibeln, wenn man von der Seite schaut, sehen, dass die sich in der Biegung unterscheiden. Ja, dann lege ich das Plättchen hier mal weg, da wird das gleich wieder dran geklebt. Das ist schon ein sehr altes Exemplar. Und ja, wir kommen zurück zu ihm hier. Er hat auch, denke ich mal, an die 70 mm. Werden wir mal schauen. So, nicht ganz. Ja. Ja. Also, ich denke mal, da kann man 70 mm sagen. Und ja, das ist für die Art eine sehr gute Größe. Viel größer werden sie, glaube ich, nicht. 75 mm könnten drin sein, eventuell 80, aber von so großen Exemplaren habe ich noch nie gehört. Ja, man sieht, auf der Unterseite sind die Femora und die Tibien gelb. Ja, auch auf der Oberseite, aber auf der Unterseite sieht man es schneller. So sieht er von der Seite aus mit diesen stark nach unten gebogenen Mandibeln. Und ja, es gibt die Art in Thailand und in Vietnam. Es gibt noch eine Unterart, nennt sich Lucanus laminifer vitalis I. Weiß ich leider nicht genau gerade aus dem Kopf, wo die Unterschiede sind. Aber ich glaube, die aus Thailand sind laminifer und die aus Vietnam sind laminifer vitalis I. Und vitalis I wird, glaube ich, auch nicht ganz so groß wie die Nominatform. Okay, ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal an, werde jetzt hier gleich noch den Körper so etwas nach oben stecken, damit der Kopf nicht so runterhängt. Und ja, dann wie gewohnt präparieren.
Okay, das ist das Ergebnis erstmal. Und ja, ich bin eigentlich ziemlich zufrieden damit. Und ja, eine Woche gebe ich ihm zum Trocknen und dann sehen wir uns beim Abnadeln wieder. Okay, der Käfer hatte jetzt auch ein paar Tage Zeit zum Trocknen und müsste soweit bereit zum Abnadeln sein. Und ja, ich habe ihn nochmal umpräpariert, nachdem ich die letzte Aufnahme beendet habe, weil es mir irgendwie so nicht gefallen hat, wie die Beine standen. Dann habe ich die ja, mittleren und hinteren Beine nochmal näher an den Körper gelegt. So sieht es dann etwas einheitlicher bei mir in der Sammlung aus und ja, die Bruchgefahr ist reduziert. Und ich finde es auch so einfach schöner, als wenn die Beine komplett vom Körper abstehen. Ja, und an sich kann sich das eigentlich sehen lassen. Also, ich finde, das ist ein schönes Präparat geworden. Auch ein sehr schönes, großes Exemplar. Dann setze ich ihn noch schnell hier zu dem Hermann-I und Planet-I in die Mitte. Und ja, da sollten die Unterschiede eigentlich deutlich auffallen. Vor allem der fehlende Keil zwischen den Mandibeln. Wenn man jetzt nochmal so im Profil sieht, sind die von der Biegung her recht ähnlich, die Mandibeln. Ja, auf jeden Fall sehr cool mit diesen extrem langen, dünnen, gebogenen Mandibeln. Leider nicht lebendig hier in Deutschland, aber vielleicht lässt sich ja da irgendwann noch mal was machen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn es klappt. Und ja, und freue mich auch, wenn ihr wieder beim nächsten Mal mit dabei seid. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, abonniert. Bis zum nächsten Mal. Ciao.